Ihr Lieben, ich hatte es schon angedeutet, dass dieser Oktober sehr intensiv und durchaus spannungsgeladen weitergeht. Und das nicht nur durch die erhöhte Sonnenaktivität und unser sehr schwaches Erdmagnetfeld, durch das wir jetzt massiv kosmische Lichtwellen erhalten. Es öffnen sich so viele Tore jetzt, denn dieser Monat enthält ungewöhnlich viele Portaltage. 3 haben wir bereits hinter uns und uns steht vom 21. bis 30. Oktober eine ganze Reihe von 10 aufeinanderfolgenden Portaltagen bevor. Und zuvor am 17.10. erwartet uns der starke Vollmond im Widder. Mit ihm wird alles nochmals deutlicher, kommt ans Licht. Oh ja, er bringt uns sehr intensive Energien, denn er steht im Quadrat zu Mars im Krebs, was in allen Bereichen zu einigen Spannungen führen kann. Und auch mit Chiron im Widder können unsere alten Wunden und Verletzungen nochmals an die Oberfläche dringen. Oh ja, so vieles wird uns bewusst in diesen Tagen, die uns ziemlich auf uns selbst zurückwerfen, auf unser Fühlen, um innere Klarheit zu gewinnen. Es geht um die Entscheidung, wie wir weitergehen. Denn ja, wir sind im Sonnenjahr, im Jahr der Entscheidung, im Jahr des Lichts, das so vieles gnadenlos offenbart und auch unsere Grenzen aufzeigt, persönlich und gesellschaftlich, um zu erkennen, was wir wirklich wollen. Das alte Hamsterrad funktioniert so nicht mehr, mit dem wir uns in der Vergangenheit abgelenkt haben oder auch abgelenkt wurden. Jetzt ist die Zeit, in der die Raupe zum Schmetterling werden kann. Und genau das ist unsere Entscheidung. Und ja, die Zeit rennt, ihr Lieben, und wir bewegen uns mit großen Schritten auf das Ende des Jahres zu. Und das Jahr 2025 mit dem Sonnenzyklus, der 2025 seinen Höhepunkt erreichen soll, ist das Jahr der Klarheit. Die 9 steht auch für das Ende eines Zyklus und den Beginn eines neuen. Egal wie sehr es uns umeinander wirbelt und wie viele Stürme noch fegen, was es wert ist, wird bleiben. Alles, was der Wahrheit und der Liebe entspricht. Und das Universum macht keine Fehler. Nimm das mit, was du wirklich brauchst. Verbinde dich wieder mit dir selbst, mit deiner Seele und dem großen Ganzen und entfalte deine wahre Schöpferkraft. Das ist es, was diese Zeit jetzt von uns fordert. Und es hat auch einen Grund, warum das Geschehen in dieser alten Matrix, die uns so gerne in diesem Film, in den Ängsten, im Gegeneinander gefangen halten will, immer unwirklicher wird. Weil wir jetzt immer mehr beginnen, uns daraus zu lösen. Und das ist es auch, was viele jetzt ins Straucheln bringt, die verzweifelt an der vermeintlichen Sicherheit und den alten Glaubensmustern festhalten und so viele Emotionen
platzen dadurch jetzt regelrecht auf. Ja, das Licht dringt auch hinter die Masken und es gibt so viele Welten, die Menschen durch ihre Gedanken erschaffen. Entrückt, verrückt, alles. Ich weiß, ihr Lieben. Jedoch ist es allein die Liebe aus unserem tiefsten Inneren heraus, die sich in unseren Taten widerspiegelt, die eine wahrhaft neue Welt erschaffen kann. Und nur unser Fühlen führt uns dorthin. Es ist das, was aus unseren Herzen kommt. Und auch unser Herz spüren wir jetzt sehr deutlich, auch körperlich, weil es sich öffnen, sich ausdehnen will, um diese Welt zu erleuchten mit unserer Liebe, unserem Licht. Unsere Gefühle sind unser wahres Ich. Sie sind Ausdruck unserer Seele, die uns unser unendliches Potenzial, unsere Möglichkeiten wieder bewusst macht. Ja, unseren Willen und unsere Macht, die Dinge in die Wirklichkeit zu bringen. Ja, ihr Lieben, es fühlt sich oft so dicht an, so schwer im kollektiven Feld um uns herum. Es ist so anstrengend für Körper und Geist, die von all dem regelrecht erschöpft sind, was sich auch bei vielen in Depressionen äußert. Doch auch das gehört zum Prozess des Erkennens, der Bewusstwerdung, um uns daraus zu befreien und zu heilen letztendlich. Oh ja, die Raupe wird zum Schmetterling, wenn der Kokon zu eng geworden ist. Der Schlüssel liegt im Annehmen und Loslassen, damit das Licht ohne Widerstand durch uns fließen kann. Es ist das Licht der Erneuerung, das jetzt alles durchdringt, wie auch unsere Mutter Erde, die zum Aufbruch mahnt, uns die Dringlichkeit dessen über ihre Elemente bewusst macht. Und genau das ist es, was wir auch immer mehr fühlen können in uns. Wir haben die alte Zeitlinie bereits hinter uns gelassen. Und wenn wir die Augen öffnen und unsere Herzen, dann sehen wir auch, was uns geschenkt wird damit und die ganze Zeit vor uns lag. Und die Tiere sind übrigens inkarnierte Engel an unserer Seite, deren bedingungslose Liebe uns die Verbindung mit unserer Seele wieder zurückbringt. Natürlich nur für die, die eine haben. Sie sind unsere tiefste Verbindung mit der Natur und allem um uns herum. Sie zeigen uns, was wahrhaft wichtig ist in jedem Moment. Und wenn wir mit unseren Seelen verbunden sind, können wir auch immer weniger ertragen, was ihnen und der Natur und damit auch uns selbst angetan wird. Oh ja, und diese starke Sehnsucht nach Mitgefühl, nach Liebe, Frieden, Verbindung wird uns jetzt immer mehr bewusst. Und es ist diese tiefe Traurigkeit, die bei sehr vielen jetzt regelrecht aufflammt. Es ist unsere Seele, die spricht, immer spürbarer, immer lauter. Und nein, ihr Lieben, es gibt auch kein Hochsensibel, denn das ist unser normaler Zustand, den wir vergessen haben, vielleicht
um uns zu schützen und den viele auch erfolgreich verdrängt haben. Und das, was uns heute als Weiterentwicklung angepriesen wird, in diesem Film, ist eher ein Zurück. Künstliche Intelligenz, zunehmende Entmenschlichung, wie auch all die Menschen- und lebensfeindlichen Manipulationen. Oh ja, ihr Lieben, all das kommt an die Oberfläche jetzt. Und das sehr deutlich, was nicht mit unserer Seele und dem großen Ganzen im Einklang ist, um uns zu befreien letztendlich, denn um nichts anderes geht es. Und damit sende ich euch alles Liebe, eure Silvia.